Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den sanften, grünen Hügeln Irlands, verborgen unter einem Mantel aus Erde und weißen Quarzsteinen, liegt ein Bauwerk, das unsere Zeitvorstellungen auf den Kopf stellt. Lange bevor die erste Pyramide in der ägyptischen Wüste errichtet wurde, schufen Menschen der Steinzeit ein Monument von unglaublicher astronomischer Präzision. Ein stiller Zeuge einer vergessenen Welt, der nur einmal im Jahr zur Wintersonnenwende sein tiefstes Geheimnis preisgibt. Begleiten Sie mich auf eine Reise nach Newgrange, einem Ort, der älter ist als die Geschichte selbst. Guten Abend. Ich lade Sie ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine Reise nicht nur über Ozeane und Kontinente, sondern auch durch die tiefsten Schichten der Zeit. Unser Ziel liegt in Irland, im County Meath, wo sich ein Tal von sanfter, fast unwirklicher Schönheit erstreckt. Es ist das Tal des Flusses Boyne. Wenn der Nebel am Morgen langsam von den Wiesen aufsteigt und das erste Licht die grünen Hügel in ein weiches, goldenes Licht taucht, spürt man, dass dies kein gewöhnlicher Ort ist. Dies ist Brúna Boine, der Palast am Boyne. Für die alten Iren war es die Wohnstätte der Götter, für die Archäologen ist es eine der reichsten prähistorischen Landschaften der Welt. Und für uns ist es ein Fenster in eine Zeit, die so fern ist, dass sie fast mythisch erscheint. Das Tal ist übersät mit Zeugen dieser fernen Epoche. Über 40 Grabhügel, stehende Steine und Henges erheben sich aus der Landschaft, jeder ein stilles Monument für eine Kultur, deren Namen wir nicht mehr kennen. Sie bilden keine zufällige Ansammlung, sondern ein bewusst gestaltetes, heiliges Territorium. Die Menschen, die dies erschufen, waren keine einfachen Jäger und Sammler. Sie waren Bauern, Ingenieure, Astronomen und Künstler. Sie verstanden die Zyklen von Sonne, Mond und Sternen mit einer Präzision, die uns heute noch in Erstaunen versetzt. Und hier, im Herzen dieses neolithischen Kosmos, errichteten sie ihre größten Werke. Die monumentalen Ganganlagen von Knowth, Dowth und, als strahlendes Zentrum, Newgrange. Bevor wir jedoch das Innere dieses erstaunlichen Bauwerks betreten, lassen Sie uns einen Moment innehalten. Atmen wir die Luft dieses Tals. Spüren wir die Stille, die nur von den Vögeln und dem leisen Rauschen des Flusses unterbrochen wird. Wir befinden uns in einer Landschaft, die seit über 5000 Jahren ein Ort der Verehrung, der Rituale und des Gedenkens ist. Ein Ort, der älter ist als Stonehenge, älter als die großen Pyramiden von Gizeh. Dies ist das wahre Tal der Könige Irlands. Doch die Herrscher, die hier begraben liegen, waren keine Pharaonen aus Gold und Lapislazuli, sondern die spirituellen und weltlichen Führer einer Gemeinschaft am Rande der bekannten Welt. Für Jahrtausende schlief Newgrange. Nach dem Niedergang seiner Erbauerkultur geriet die wahre Natur des Hügels in Vergessenheit. Die Zeit legte einen Mantel aus Erde und Gras über den weißen Quarzit, und der einst strahlende Tempel wurde zu einem weiteren grünen Hügel in der irischen Landschaft. Er verschwand jedoch nie ganz aus dem Bewusstsein der Menschen. In der reichen irischen Mythologie wurde er zu einem Sidhe, einem Feenhügel, einem Portal in die Anderswelt, bewohnt von mythischen Wesen und den Geistern der Vorzeit. Man erzählte sich Geschichten von Musik,
die aus seinem Inneren drang, und von Lichtern, die in dunklen Nächten um ihn tanzten. Diese Folklore war ein zweischneidiges Schwert. Sie bewahrte die Erinnerung an die Besonderheit des Ortes, hüllte seinen wahren Zweck aber in einen undurchdringlichen Schleier des Aberglaubens. Man mied den Hügel, aus Respekt oder aus Furcht. So blieb sein Geheimnis für über 4000 Jahre unberührt. Die Wiederentdeckung geschah, wie so oft in der Archäologie, durch einen Zufall. Im Jahr 1699 benötigte der örtliche Landbesitzer Charles Campbell Material für den Straßenbau. Seine Arbeiter wurden zu dem großen Hügel geschickt, um Steine zu brechen. Bei ihrer Arbeit stießen sie auf etwas Unerwartetes. Hinter dem Gestrüpp und der Erde verbarg sich nicht nur Fels, sondern ein gewaltiger, bearbeiteter Stein, bedeckt mit seltsamen, wirbelnden Mustern. Neugierig geworden, räumten sie weiter Geröll beiseite und legten einen dunklen, niedrigen Eingang frei. Was sie gefunden hatten, war der monumentale Eingangsstein und der Beginn des langen steinernen Ganges, der ins Herz des Hügels führt. Der walisische Gelehrte und Antiquar Edward Lewyt besuchte die Stätte kurz nach ihrer Entdeckung. Seine Berichte und Skizzen sind die ersten wissenschaftlichen Dokumentationen von Newgrange. Er beschrieb die kunstvollen Gravuren, die gewaltigen Orthostaten und die kreuzförmige Kammer im Inneren. Doch selbst er konnte die wahre Bedeutung und das unvorstellbare Alter des Monuments nicht ermessen. Er und seine Zeitgenossen spekulierten über dänische Invasoren oder frühe Christen. Die Vorstellung, dass prähistorische Barbaren zu einer solchen architektonischen und künstlerischen Meisterleistung fähig waren, lag jenseits ihres Vorstellungsvermögens. Die Wiederentdeckung von Newgrange war nicht das Ende, sondern der Beginn eines langen, langsamen Prozesses des Verstehens. Um Newgrange wirklich zu verstehen, müssen wir es nicht als isoliertes Wunder betrachten, sondern als das Herzstück eines viel größeren, lebendigen Organismus. Dieser Organismus ist Brú na Bóinne, der Palast oder die Herberge am Boyne. Dieser Name aus der irischen Mythologie beschreibt perfekt die Funktion dieses heiligen Bezirks. Es war kein Ort des Alltags, sondern ein zeremonielles Zentrum von immenser Bedeutung. Ein Treffpunkt zwischen der Welt der Lebenden, der Ahnen und der Götter. Der Komplex erstreckt sich über fast 800 Hektar und umfasst, wie bereits erwähnt, Dutzende kleinerer Monumente. Doch 3 große Anlagen dominieren die Landschaft und bilden eine Art heilige Triade: Newgrange, Knowth und Dowth. Knowth, der größte der 3 Hügel, ist vielleicht sogar noch komplexer als Newgrange. Er beherbergt 2 Ganganlagen, die sich Rücken an Rücken ins Innere erstrecken, und ist von 18 kleineren Satellitengräbern umgeben. Seine gravierten Steine zeigen die größte Ansammlung megalithischer Kunst in ganz Europa, mit Darstellungen, die als frühe Karten des Mondes interpretiert werden. Dowth, der 3. große Hügel, ist weniger erforscht und behält noch viele seiner Geheimnisse für sich. Auch er enthält 2 Kammern und ist von einer Aura des Alters und des Mysteriums umgeben. Zusammen bilden diese 3 Monumente mehr als nur eine Ansammlung von Gräbern. Sie waren die Kathedralen ihrer Zeit. Hier versammelten sich die Gemeinschaften zu bestimmten, astronomisch festgelegten Zeitpunkten im Jahr, um Rituale durchzuführen, die den kosmischen Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt feierten. Sie waren Orte der Initiation, Observatorien zur Beobachtung der Gestirne und Portale zur Kommunikation mit den Ahnen. Die schiere Menge an Arbeit, die in den Bau von Brú na Bóinne investiert wurde, das Brechen und Transportieren von Hunderttausenden Tonnen Stein, oft über weite Strecken,
die präzise Ausrichtung und die kunstvolle Verzierung zeugt von einer hochorganisierten Gesellschaft mit einem tiefen, gemeinsamen Glaubenssystem. Diese Menschen investierten ihre gesamte überschüssige Energie nicht in die Errichtung von Festungen oder Palästen für weltliche Herrscher, sondern in diese Monumente für die Ewigkeit. Sie bauten für die Götter, für die Seelen der Verstorbenen und für die kommenden Generationen, um die Ordnung des Universums zu sichern und ihren Platz darin zu festigen. Bevor man das Innere von Newgrange betritt, wird man von einem stummen Wächter aufgehalten. Es ist ein gewaltiger, liegender Stein aus Grauwacke, etwa 3 Meter lang und über 1,5 Meter hoch. Sein Gewicht wird auf 5 Tonnen geschätzt. Dies ist Curbstone 1, der Eingangsstein, und er ist eines der berühmtesten Kunstwerke der prähistorischen Welt. Seine gesamte nach außen gerichtete Oberfläche ist mit tief eingravierten, abstrakten Mustern bedeckt, die sich in einer hypnotischen Symmetrie über den Stein winden. Im Zentrum steht das ikonische Symbol von Newgrange, die Triskele, eine dreifache Spirale, die sich von einem gemeinsamen Punkt aus nach außen windet. Flankiert wird sie von weiteren Spiralen, Rautenmustern und Zickzacklinien. Die Präzision und künstlerische Vision, die in diesem Stein zum Ausdruck kommen, sind atemberaubend. Man muss sich vorstellen, wie die neolithischen Künstler mit einfachen Steinwerkzeugen Stunden, Tage, vielleicht monatelang auf den harten Fels einschlugen, um diese fließenden, perfekten Linien zu schaffen. Dies ist keine primitive Kritzelei. Dies ist eine hochentwickelte symbolische Sprache, deren genaue Bedeutung wir heute nur noch erahnen können. Was also bedeutet dieser Stein? Er ist mehr als nur Dekoration. Er ist eine Botschaft, ein kosmisches Diagramm, das am Übergang zwischen der äußeren Welt des Lichts und der inneren Welt der Dunkelheit und der Ahnen platziert ist. Die Spiralen werden oft als Symbole für die großen Zyklen des Lebens interpretiert: Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt. Sie könnten die Reise der Sonne darstellen, ihren täglichen Auf- und Untergang und ihren jährlichen Zyklus durch die Jahreszeiten. Einige Forscher sehen darin Darstellungen von Trancezuständen oder schamanischen Reisen in die Anderswelt. Andere wiederum interpretieren die Muster als Karten des umgebenden Heiligen Landes oder sogar des Himmels. Vielleicht ist es all das zusammen. Die Schönheit dieser Symbole liegt in ihrer Vieldeutigkeit. Sie sprechen nicht die Sprache der Logik, sondern die der Intuition. Der Eingangsstein ist kein Text, den man liest, sondern ein Mandala, über das man meditiert. Er bereitet den Besucher auf den Eintritt in einen heiligen Raum vor, er stimmt den Geist auf die Mysterien ein, die im Inneren des Hügels verborgen liegen. Er ist der Schlüssel, der das Tor zu einer 5000 Jahre alten Weltanschauung öffnet. Der eigentliche Eintritt in Newgrange beginnt nicht am Ende des Ganges, sondern hier draußen vor dem monumentalen Eingangsstein. Er ist mit Spiralen und Rautenmustern verziert, eine kosmische Landkarte, die den Übergang von der profanen in die sakrale Welt markiert. Man muss sich bücken, um unter dem ersten massiven Deckstein hindurch zu gelangen. In diesem Moment lässt man das Licht und die Geräusche der Außenwelt hinter sich. Der Gang erstreckt sich über 19 Meter ins Herz des Hügels. Eine Distanz, die sowohl physisch als auch psychologisch bedeutsam ist. Die Wände werden von riesigen, aufrecht stehenden Orthostaten gebildet, von denen einige über 4 Meter hoch sind. Jeder dieser Steine wurde sorgfältig ausgewählt und hierher transportiert,
Eine Herkulesaufgabe für eine Gesellschaft ohne Rad oder Metallwerkzeuge. Über einem ruhen die ebenso gewaltigen Decksteine, die das Dach des Ganges bilden. Der Weg ist eng und niedrig. Größere Menschen müssen gebückt gehen, eine erzwungene Haltung der Demut und des Respekts. Die Luft wird kühler, stiller. Das Licht des Eingangs verblasst schnell hinter einem und weicht einer tiefen, samtigen Dunkelheit. Jeder Schritt hallt leise von den kalten Steinen wider. Man bewegt sich durch einen steinernen Geburtskanal, der einen aus der Welt des Alltags in einen anderen Zustand des Seins führt. An einigen der inneren Steine finden sich weitere Gravuren, die im Schein einer Fackel tanzen würden. Sie sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern für jene, die diesen Weg beschreiten, Priester, Eingeweihte oder vielleicht die Geister der Verstorbenen. Die Reise durch diesen Gang ist eine sensorische Erfahrung. Es ist der Geruch von feuchter Erde und kaltem Stein, das Gefühl der Enge und das langsame Schwinden des Lichts. Am Ende dieser langen, dunklen Passage wartet eine Offenbarung. Die zentrale Kammer, das Herz von Newgrange, wo sich Raum und Dunkelheit auf unerwartete Weise entfalten. Nachdem die Augen sich an die fast völlige Dunkelheit gewöhnt haben, offenbart die zentrale Kammer ihre wahre architektonische Pracht. Man tritt aus der Enge des Ganges in einen kreuzförmigen Raum mit 3 seitlichen Nischen, die steinerne Becken enthalten. Doch der Blick wird unweigerlich nach oben gezogen, zu dem Meisterwerk neolithischer Ingenieurskunst, das sich 6 Meter über dem Boden erhebt. Das Kraggewölbe. Dies ist keine einfache Kuppel und kein Bogen im klassischen Sinne. Die Erbauer von Newgrange kannten den Schlussstein, der den Druck in einem Bogen verteilt, noch nicht. Stattdessen schufen sie etwas ebenso Geniales und Dauerhaftes. Das Gewölbe besteht aus langen, flachen Steinplatten, die in horizontalen Schichten übereinandergelegt sind. Jede Schicht kragt, also ragt, ein kleines Stück weiter nach innen als die darunterliegende. Das Gewicht der oberen Steine und des darüberliegenden Erdhügels drückt die Konstruktion zusammen und verleiht ihr eine unglaubliche Stabilität. Die Steine neigen sich zudem leicht nach außen, eine subtile, aber entscheidende Modifikation. Dadurch wird jegliches Wasser, das durch den Kern sickert, an der Außenseite der Kammer entlang nach unten geleitet. Das Ergebnis ist ein Wunder der Trockenbauweise. Nach mehr als 5200 Jahren ist die zentrale Kammer von Newgrange immer noch vollkommen wasserdicht. Kein Tropfen Wasser dringt durch diese Decke. Dies zeugt von einem tiefen, intuitiven Verständnis für Physik, Materialwissenschaft und die Kräfte der Natur. Es ist eine Architektur, die nicht gegen die Natur kämpft, sondern mit ihr arbeitet. In der Mitte schließt ein einziger Deckstein das Gewölbe ab. In diesem stillen, dunklen Raum zu stehen und zu diesem steinernen Himmel aufzublicken, ist eine Erfahrung, die Ehrfurcht einflößt. Es ist der Beweis, dass diese prähistorische Kultur ein Niveau an Raffinesse und technischem Können erreicht hatte, das wir oft fälschlicherweise nur späteren, bekannteren Zivilisationen zuschreiben. Die Perfektion des Kraggewölbes und die Monumentalität der Anlage sind für sich genommen schon beeindruckend. Doch das tiefste Geheimnis von Newgrange, der eigentliche Zweck seiner komplexen Konstruktion, offenbart sich nur an wenigen Tagen im Jahr. Es ist ein Geheimnis aus Licht. Hoch über dem Haupteingang, verborgen unter einem schützenden Steinsturz, befindet sich eine kleine, unscheinbare Öffnung, eine Art Fenster oder Dachluke, die als Roofbox bekannt ist.
Für den größten Teil des Jahres ist ihre Funktion unklar. Doch an den Tagen um die Wintersonnenwende, dem kürzesten Tag des Jahres, wird ihre Bestimmung auf die dramatischste Weise enthüllt. In der Morgendämmerung, wenn die Welt noch in kaltes, graues Licht getaucht ist, scheint die aufgehende Sonne in einem ganz bestimmten Winkel über dem Horizont. Ihr erster Strahl trifft genau auf diese kleine Öffnung. Das Licht dringt ein, nicht als diffuser Schein, sondern als ein schmaler, fokussierter, goldener Balken. Langsam, fast zeremoniell, kriecht dieser Lichtstrahl den 19 Meter langen Gang entlang. Er gleitet über den steinernen Boden, berührt die Wände und erhellt die uralten Gravuren. Nach einigen Minuten erreicht der Lichtstrahl die zentrale Kammer. Die absolute Dunkelheit wird durchbrochen. Der goldene Balken dehnt sich aus, füllt den Raum mit einem warmen, ätherischen Glanz und beleuchtet schließlich das große Steinbecken in der hinteren Nische. Für etwa 17 Minuten ist das Herz des Hügels mit dem Licht der wiedergeborenen Sonne verbunden. Dieses Ereignis ist mehr als nur ein astronomisches Phänomen, es ist ein geplantes, inszeniertes Ritual. Newgrange ist ein präziser Himmelskalender, ein Instrument, das den entscheidenden Wendepunkt im Jahreszyklus markiert, die Rückkehr des Lichts und die Verheißung neuen Lebens. Es ist eine Botschaft der Hoffnung, in Stein gemeißelt, die den Tod des Winters mit der Zusicherung des Frühlings verbindet. Wer also waren diese Menschen, die eine so komplexe und dauerhafte Struktur wie Newgrange errichten konnten, lange bevor die ersten Steine für die Pyramiden von Gizeh oder Stonehenge gelegt wurden? Sie haben keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen, keine Königslisten, keine Chroniken ihrer Taten. Ihr Wissen über sie ist ein Mosaik, zusammengesetzt aus den stummen Zeugen, die sie uns hinterlassen haben. Ihre Gräber, ihre Werkzeuge, ihre Keramik und die Knochen ihrer Toten. Sie waren Irlands erste Bauern. Ihre Vorfahren waren Jäger und Sammler gewesen. Doch diese neolithische Gesellschaft hatte den entscheidenden Schritt zur Sesshaftigkeit vollzogen. Sie rodeten Wälder mit Steinäxten, legten Felder an und züchteten Vieh. Diese landwirtschaftliche Revolution schuf die Grundlage für alles Weitere: Nahrungsüberschüsse, Bevölkerungswachstum und die Möglichkeit, Arbeitskräfte für monumentale Gemeinschaftsprojekte freizustellen. Der Bau von Newgrange war keine Aufgabe für eine kleine Gruppe. Er erforderte die koordinierte Anstrengung von Hunderten, vielleicht Tausenden von Menschen über Jahrzehnte hinweg. Dies deutet auf eine hochorganisierte Gesellschaft hin, mit einer klaren sozialen Struktur, fähigen Anführern und einem tief verwurzelten gemeinsamen Glaubenssystem, das eine solche Anstrengung motivieren konnte. Dies waren keine Sklaven, die unter der Peitsche eines Pharaos arbeiteten. Es war wahrscheinlich eine kollektive Handlung des Glaubens, ein Projekt, das die Gemeinschaft zusammenschweißte und ihre Identität definierte. Ihre Welt war von Zyklen geprägt: dem Zyklus der Aussaat und Ernte, dem Zyklus der Jahreszeiten und dem großen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Newgrange ist der ultimative Ausdruck dieses Weltbildes. Es ist ein Grab für ihre wichtigsten Ahnen, aber auch ein Tempel, der die Verbindung zum Kosmos und zur Wiedergeburt des Lichts feiert. Sie waren Astronomen, Ingenieure, Künstler und Bauern. Ein Volk, das in tiefer Harmonie mit dem Land und dem Himmel lebte und dessen Vermächtnis aus Stein die Jahrtausende überdauert hat. Wenn wir uns Newgrange nähern, ist es der monumentale Eingangsstein, bekannt als Curbstone 1, der uns zuerst in seinen Bann zieht. Er ist kein stummer Wächter,
sondern ein beredter Erzähler, dessen Sprache wir jedoch erst mühsam zu entziffern versuchen. Die Oberfläche dieses massiven Felsblocks ist über und über mit einer der berühmtesten Kompositionen megalithischer Kunst bedeckt. Im Zentrum steht die dreifache Spirale, ein Symbol, das untrennbar mit Newgrange und dem prähistorischen Irland verbunden ist. Um sie herum entfalten sich weitere Spiralen, Rautenmuster und Zickzacklinien, die in einer rhythmischen, fast hypnotischen Symmetrie angeordnet sind. Dies ist keine zufällige Dekoration. Es ist eine bewusste Komposition, ein Statement, das über 5000 Jahre hinweg zu uns spricht. Die Kunst von Newgrange beschränkt sich nicht auf diesen einen Stein. Über 90 der großen Randsteine, die den Hügel umgeben, tragen Gravuren. Im Inneren, entlang des engen Ganges und in der zentralen Kammer selbst, finden sich weitere Zeichen. Doch die Kunst im Inneren ist subtiler, fast privat, im Gegensatz zur öffentlichen Zurschaustellung am Eingang. Was bedeuten diese Symbole? Wir haben keinen Rosetta-Stein für diese Bildsprache. Die Spiralen könnten die Sonne, die Zyklen von Leben, Tod und Wiedergeburt oder die Bewegung der Sterne darstellen. Einige Forscher sehen darin Darstellungen von Wasser, von Reisen oder sogar Karten der Landschaft. Eine faszinierende Theorie schlägt vor, dass es sich um entoptische Phänomene handeln könnte. Geometrische Muster, die das menschliche Gehirn in veränderten Bewusstseinszuständen, etwa in tiefer Meditation oder Trance, erzeugt. In diesem Licht wäre die Kunst von Newgrange nicht nur eine Abbildung der äußeren Welt, sondern auch eine Landkarte der inneren, spirituellen Welt ihrer Erschaffer. Die Symbole waren wahrscheinlich polyvalent. Sie konnten je nach Kontext und Betrachter unterschiedliche Bedeutungen haben. Sie waren Teil eines komplexen Systems von Glauben und Wissen, das ohne Schrift auskam und stattdessen den Stein als sein unvergängliches Medium wählte. Es ist eine verlorene Sprache, aber eine, deren Grammatik in den Rhythmen der Natur und den Tiefen der menschlichen Psyche verwurzelt zu sein scheint. Die traditionelle Bezeichnung für Newgrange ist Passage Tomb oder Gangrab. Und tatsächlich wurden in den Nischen der zentralen Kammer die eingeäscherten Überreste von mindestens 5 Individuen gefunden, zusammen mit Grabbeigaben wie Perlen aus Stein und Knochennadeln. Diese Funde scheinen die Funktion als Grabstätte eindeutig zu belegen. Doch bei näherer Betrachtung wirft diese einfache Klassifizierung mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Der Bau eines solch gewaltigen Monuments, das nach Schätzungen über 300.000 Arbeitsstunden erforderte, für nur eine Handvoll Menschen, erscheint unverhältnismäßig. Es war eindeutig keine gewöhnliche Begräbnisstätte für die Allgemeinheit, sondern ein Ort für eine ausgewählte Elite, vielleicht Priesterkönige, spirituelle Führer oder die Gründungsahnen einer Gemeinschaft. Doch selbst dann bleibt die Frage, ob die Bestattung ihr einziger oder auch nur ihr primärer Zweck war. Die präzise astronomische Ausrichtung auf die Wintersonnenwende deutet auf eine Funktion hin, die weit über das Gedenken an die Toten hinausgeht. Sie verbindet das Bauwerk mit dem Kosmos, mit den Zyklen der Zeit und der Wiederkehr des Lichts. Dies lässt viele Archäologen argumentieren, dass Newgrange in erster Linie ein Tempel war, ein heiliger Ort für Rituale, die für das Überleben und den Zusammenhalt der gesamten Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung waren. Ein Ort, an dem die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Geister und Götter durchlässig wurde. Andere Theorien sehen in Newgrange ein soziales Zentrum, einen Ort, an dem sich verstreut lebende Stämme zu wichtigen saisonalen Anlässen versammelten, um Bündnisse zu schließen, Handel zu treiben
und ihre gemeinsame Identität zu bekräftigen. Der Bau selbst könnte ein gemeinschaftsbildendes Projekt gewesen sein, das die Gesellschaft organisierte und festigte. Und letztendlich ist die Debatte Grab oder Tempel vielleicht eine falsche Dichotomie, die unsere modernen Kategorien auf eine prähistorische Weltanschauung projiziert. Für die Menschen der Jungsteinzeit waren Tod, Religion, Astronomie und Gemeinschaft wahrscheinlich untrennbar miteinander verwoben. Newgrange war möglicherweise all das gleichzeitig. Ein Mausoleum für die verehrten Ahnen, ein Observatorium zur Beobachtung der Gestirne, ein Tempel für die Wiedergeburt der Sonne und eine Kathedrale, die das Zentrum ihrer sozialen und spirituellen Welt bildete. Stellen wir uns für einen Moment die dunkelsten Tage des Jahres vor über 5000 Jahren. Die Nächte sind lang, die Kälte ist tief und die Natur scheint erstorben zu sein. Die Gemeinschaft versammelt sich vor dem leuchtend weißen Hügel von Newgrange. Eine auserwählte Gruppe, vielleicht Priester oder Älteste, bereitet sich darauf vor, das Heiligtum zu betreten. Sie schreiten durch den 19 Meter langen engen Gang. Die Reise ins Innere ist eine physische und symbolische Transformation. Der Gang ist niedrig und eng, man muss sich bücken, fast kriechen. Er zwingt zur Demut und verlangsamt den Schritt. Jeder Meter tiefer in den Hügel hinein ist ein Schritt weg von der profanen Außenwelt und hinein in eine andere Sphäre. Die Dunkelheit ist absolut, der Geruch von feuchter Erde und kaltem Stein erfüllt die Luft. Schließlich erreichen sie die kreuzförmige Kammer im Herzen des Monuments. Hier, im Bauch der Erde, warten sie. Sie warten in vollkommener Stille und Finsternis auf das jährliche Wunder. Und dann, an den Morgen der Wintersonnenwende, geschieht es. Ein winziger Lichtstrahl dringt durch die speziell konstruierte Öffnung über dem Eingang, die Dachluke. Langsam, fast unmerklich, schiebt sich der goldene Finger der aufgehenden Sonne den Gang entlang. Er berührt den Boden, kriecht die Wände empor und erhellt schließlich die zentrale Kammer für etwa 17 Minuten in einem warmen, überirdischen Glanz. Die eingravierten Symbole an den Wänden werden kurz aus der Dunkelheit gerissen. Für die Anwesenden muss dies ein Moment von tiefster spiritueller Bedeutung gewesen sein. Es war der Beweis, dass die Sonne nicht gestorben war, dass das Licht zurückkehren und das Leben auf der Erde erneuern würde. Das Ritual war eine heilige Hochzeit zwischen Erde und Himmel, zwischen dem von Menschen geschaffenen Monument und dem Kosmos. Die Kammer, die die Überreste der Ahnen beherbergt, wird vom lebensspendenden Licht durchflutet. Es ist ein kraftvolles Symbol für die Wiedergeburt, für die Überwindung des Todes durch den ewigen Zyklus der Natur. Newgrange war somit nicht nur ein Ort, der den Tod beherbergte, sondern ein aktiver Mechanismus, der die Wiedergeburt zelebrierte und vielleicht sogar herbeiführen sollte. Neben dem Schauspiel des Lichts birgt die Kammer von Newgrange ein weiteres, subtileres Geheimnis, das erst durch moderne Forschung in den Fokus gerückt ist: ihre außergewöhnliche Akustik. Die Architektur des Innenraums, die massive Steinkonstruktion, das Kraggewölbe der Decke und die unregelmäßigen Oberflächen ist nicht nur statisch brillant, sondern schafft auch eine einzigartige Klanglandschaft. Betritt man heute die Kammer und spricht, selbst im Flüsterton, bemerkt man eine seltsame Resonanz. Der Klang wird nicht einfach zurückgeworfen, er scheint im Raum zu verweilen, sich zu verdichten und den Sprecher einzuhüllen. Archäoakustiker, die das Monument mit empfindlichen Mikrofonen untersucht haben, haben faszinierende Entdeckungen gemacht.
Bestimmte Frequenzen, insbesondere im Bereich der tiefen männlichen Stimme oder des Klangs von Trommeln, werden in der Kammer verstärkt. Der Raum besitzt eine Resonanzfrequenz von etwa 95 bis 120 Hertz. Wenn ein Ton in diesem Frequenzbereich erzeugt wird, beginnt der gesamte Raum zu singen. Der Klang wird nicht nur gehört, sondern auch körperlich gefühlt. Die Vibrationen übertragen sich durch den Stein und den Boden auf die im Raum stehenden Personen. Man kann sich die Wirkung auf die neolithischen Teilnehmer eines Rituals nur vorstellen. In der tiefen Dunkelheit des Hügels, während sie auf das Sonnenwunder warteten, könnten rhythmische Gesänge oder das Schlagen einer einfachen Rahmentrommel den Raum mit einer dröhnenden, hypnotischen Energie erfüllt haben. Dieser konstante, vibrierende Klang hätte eine tiefgreifende psychologische Wirkung gehabt. Er könnte dazu gedient haben, die Teilnehmer in einen Zustand der Trance oder einer erhöhten, spirituellen Empfänglichkeit zu versetzen. Die Grenzen des eigenen Körpers verschwimmen, das Gefühl der Gemeinschaft wird verstärkt und die Wahrnehmung für das Heilige wird geschärft. Der Klang würde die Dunkelheit nicht vertreiben, sondern sie mit einer spürbaren Präsenz füllen. Die Kombination aus sensorischer Deprivation, der absoluten Dunkelheit und Stille und der plötzlichen, überwältigenden Stimulation durch Klang und später durch Licht muss eine unglaublich kraftvolle Erfahrung gewesen sein. Die Erbauer von Newgrange haben nicht nur mit Stein und Licht gearbeitet, sondern auch meisterhaft mit der unsichtbaren, aber tief wirkenden Kraft des Schalls. Newgrange, so gewaltig es auch ist, stand niemals allein. Es war vielmehr der strahlende Mittelpunkt, vielleicht der Primus inter pares in einer heiligen Landschaft, die wir heute Brú na Bóinne nennen, der Palast oder die Villa am Boyne. Um das Monument wirklich zu verstehen, müssen wir unseren Blick auf seine ebenso beeindruckenden Nachbarn richten: Knowth und Dowth. Knowth, westlich von Newgrange gelegen, ist in vielerlei Hinsicht noch komplexer. Es ist ein riesiger Hügel, der einen noch größeren Hauptgrabhügel und fast 20 kleinere Satellitengräber verbirgt. Im Gegensatz zu Newgrange mit seinem einen langen Gang besitzt Knowth 2 separate Gänge, die sich tief ins Innere erstrecken, aber nicht treffen. Einer öffnet sich nach Osten, der andere nach Westen, was Astronomen zu der faszinierenden Theorie veranlasst hat, dass sie auf die Sonnenauf- und Untergänge, um die Tag und Nacht gleichen, im Frühling und Herbst ausgerichtet sein könnten. Doch Knowths größter Schatz ist seine Kunst. Von den rund 550 verzierten Steinen, die in ganz Irland aus dieser Zeit bekannt sind, befinden sich über 250 allein in Knowth. Die Randsteine sind ein wahres Lexikon neolithischer Symbolik. Spiralen, Rauten, Zickzacklinien und Darstellungen, die als Sonnen- oder Mondkarten interpretiert werden. Es ist die größte Ansammlung megalithischer Kunst an einem einzigen Ort in ganz Westeuropa. Der dritte große Hügel, Dowth, liegt nordöstlich von Newgrange und bleibt der geheimnisvollste des Trios. Er wurde im 19. Jahrhundert unsachgemäß ausgegraben, was viele seiner Geheimnisse zerstörte, aber auch 2 bekannte Kammern offenbarte. Eine davon ist auf den Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende ausgerichtet, ein faszinierendes Gegenstück zu Newgrange. Dowth ist weniger restauriert, wilder und bewahrt eine Aura des Unentdeckten. Zusammen bilden diese 3 Monumente, verbunden durch die sanfte Biegung des Flusses Boyne, ein zeremonielles Zentrum von unvorstellbarer Bedeutung
für ihre Erbauer. Es war kein einzelnes Grab, sondern eine Nekropole, ein Observatorium und ein Versammlungsort. Eine Landschaft, in der die Welten der Lebenden, der Ahnen und der Götter sich berührten und in der jeder Hügel seinen eigenen, einzigartigen Dialog mit dem Kosmos führte. Jahrtausende vergingen. Die Gesellschaft, die Newgrange erbaute, verschwand. Und mit ihr das Wissen um den genauen Zweck und die astronomische Präzision des Monuments. Der Hügel wurde von Erde und Gras bedeckt, seine Geheimnisse schlummerten im Dunkeln. Doch die schiere Präsenz dieses gewaltigen, von Menschenhand geschaffenen Berges in der Landschaft hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der kollektiven Erinnerung der Völker, die später nach Irland kamen. Als die Kelten die Insel erreichten, fanden sie diese monumentalen Strukturen vor, die so alt und beeindruckend waren, dass sie nicht das Werk von Sterblichen sein konnten. Und so webten sie Newgrange in das reiche Gewebe ihrer Mythologie ein. In den irischen Sagen wurde der Hügel als Seat in Broga bekannt, der Wohnsitz der Tuatha De Danann, eines mythischen Volkes von Göttern und Helden mit übernatürlichen Kräften. Er galt als der Palast des Dagda, des gütigen Vatergottes, der über Fruchtbarkeit, Landwirtschaft und Weisheit herrschte. Eine der bekanntesten Legenden erzählt, wie der Dagda den Hügel an seinen Sohn Öngus verlor, den Gott der Liebe und Jugend, durch eine listige Wortspielerei, die ihm die Kontrolle über den Ort für einen Tag und eine Nacht, also für immer, verschaffte. Der Hügel wurde so zu einem Ort der Anderswelt, einem Portal zwischen der menschlichen Sphäre und dem Reich der Götter. Später, im Ulster-Zyklus, wird die Verbindung zum Übernatürlichen erneut bekräftigt. Der legendäre Held Zu Schulen soll seine Geliebte am Boyne getroffen haben und ihr gemeinsamer Sohn, Connla, wurde angeblich im Inneren von Newgrange gezeugt und geboren, was die Verbindung des Ortes mit Leben, Tod und Wiedergeburt in den Mythen zementierte. Diese Geschichten sind natürlich keine historischen Berichte, aber sie sind von unschätzbarem Wert. Sie zeigen uns, wie eine spätere Kultur versuchte, das Unbegreifliche zu begreifen. Sie füllten die Stille der Steine mit neuen Erzählungen und verliehen dem Ort eine neue Schicht der Heiligkeit. Die Mythen sind das Echo der Erbauer, das durch die Jahrtausende hallt, ein Beweis dafür, dass die Ehrfurcht, die Newgrange hervorruft, die Kulturen überdauert hat, die es einst schufen. Wenn wir heute Newgrange betrachten, sehen wir eine fast unwirklich perfekte Fassade aus strahlend weißem Quarz, durchzogen von dunklen, abgerundeten Granitsteinen. Dieses Bild, das so ikonisch geworden ist jedoch nicht das, was die Archäologen in den 1960er Jahren vorfanden. Es ist das Ergebnis einer der kühnsten und zugleich umstrittensten archäologischen Rekonstruktionen des 20. Jahrhunderts. An der Spitze dieses monumentalen Unterfangens stand Professor Michael J. O'Kelly von der Universität Cork. Als er seine Ausgrabungen begann, war der große Hügel teilweise eingestürzt. Die ursprüngliche Stützmauer war über die Jahrtausende verfallen und der Hügel ähnelte eher einem natürlichen, wenn auch ungewöhnlich geformten Berg. O'Kelly und sein Team standen vor einer fundamentalen Frage. Wie restauriert man ein 5000 Jahre altes Bauwerk, ohne ihm eine moderne Interpretation aufzuzwingen? Die entscheidende Entdeckung war eine große Menge an weißem Quarz und dunklen Granitfindlingen, die am Fuße des Hügels lagen, genau dort, wo sie von einer einst aufrechten Mauer heruntergefallen sein mussten. Für O'Kelly war der Fall klar. Diese Steine bildeten einst
Eine beeindruckende, senkrechte Fassade. Seine Vision war es, den ursprünglichen Glanz von Newgrange wiederherzustellen, ihm das Aussehen zurückzugeben, das seine Erbauer beabsichtigt hatten. Also traf er die mutige Entscheidung, eine neue Stützmauer aus Stahlbeton zu errichten und diese mit den gefundenen Originalsteinen zu verkleiden. Das Ergebnis ist atemberaubend, aber es entfachte eine hitzige Debatte. Kritiker argumentieren, dass die Mauer möglicherweise nicht senkrecht, sondern eher sanft geneigt war, oder dass der Quarz vielleicht einen Vorplatz bildete und nicht die Wand selbst schmückte. Sie werfen O'Kelly vor, eine romantische Vorstellung des 20. Jahrhunderts auf die neolithische Realität projiziert zu haben. Befürworter halten dagegen, dass seine Interpretation auf den besten verfügbaren Beweisen beruhte und dass ohne diese Stabilisierung der gesamte Hügel weiter erodiert wäre. O'Kellys Rekonstruktion mag umstritten sein, aber sie hat Newgrange vor dem Verfall bewahrt und ermöglicht es Millionen von Menschen, eine Ahnung von der einstigen Pracht dieses Ortes zu bekommen. Es ist ein faszinierendes Dilemma. Der schmale Grat zwischen Erhaltung und Interpretation, zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit und der Notwendigkeit, ein Monument für die Nachwelt lesbar zu machen. Die weiße Wand bleibt somit nicht nur ein Teil von Newgrange, sondern auch ein Denkmal für die Archäologie selbst und ihre sich ständig weiterentwickelnden Methoden und Philosophien. Für Jahrzehnte konnten wir die Erbauer von Newgrange nur durch die stummen Zeugen ihrer Arbeit verstehen. Die gewaltigen Steine, die feinen Gravuren, die präzise Ausrichtung. Doch eine wissenschaftliche Revolution hat uns ein neues Fenster in ihre Welt geöffnet. Ein Fenster, das direkt in ihre Biologie blickt. Die Archäogenetik, die Analyse alter DNA, hat begonnen, die Geheimnisse zu lüften, die in den Knochen derer verborgen sind, die in diesen heiligen Hallen beigesetzt wurden. Im Jahr 2020 veröffentlichte ein Team von Forschern unter der Leitung von Lara Cassidy vom Trinity College Dublin eine Studie, die die wissenschaftliche Welt erschütterte. Sie hatten das Genom eines Mannes sequenziert, dessen Überreste in der zentralen, heiligsten Kammer von Newgrange gefunden worden waren. Das Ergebnis war eindeutig und zutiefst überraschend. Dieser Mann war das Kind einer inzestuösen Verbindung ersten Grades, entweder zwischen Vater und Tochter oder Bruder und Schwester. In den meisten menschlichen Gesellschaften ist ein solches Inzesttabu universell. Seine Verletzung wird mit Ausgrenzung, wenn nicht Schlimmerem, geahndet. Doch es gibt historische Ausnahmen, und diese sind bezeichnend. Solche Verbindungen waren fast ausschließlich den höchsten Eliten vorbehalten, den Königshäusern, die sich als Götter auf Erden sahen. Denken Sie an die Pharaonen Ägyptens, wie Tutanchamun, dessen Eltern ebenfalls Geschwister waren. Diese Praxis diente dazu, die Blutlinie rein zu halten und die göttliche, übermenschliche Natur der Herrscherfamilie zu unterstreichen. Die Entdeckung in Newgrange legt nahe, dass wir es hier mit einer ähnlichen sozialen Struktur zu tun haben. Der Mann im Herzen des Monuments war kein gewöhnlicher Stammesführer. Er gehörte wahrscheinlich einer Dynastie an, die ihre Macht nicht nur durch weltliche Autorität, sondern durch einen göttlichen Anspruch legitimierte. Newgrange war demnach mehr als nur ein Gemeinschaftsgrab oder ein Observatorium. Es war ein dynastisches Mausoleum, ein Symbol der Macht und des göttlichen Status einer herrschenden Familie. Diese genetische Signatur verbindet die neolithischen Iren direkt mit den komplexen Theokratien, die Tausende von Kilometern entfernt im Niltal und in Mesopotamien entstanden.
plötzlich ist die gewaltige Anstrengung, die für den Bau von Newgrange erforderlich war, verständlicher. Sie diente nicht nur der Ehrung der Ahnen, sondern der Zementierung der Macht einer lebenden Gottkönigsfamilie, deren Erbe direkt in ihrem Blut eingeschrieben war. Um die wahre Bedeutung von Newgrange zu erfassen, müssen wir den Blick vom Monument selbst abwenden und ihn auf die Landschaft und die Gesellschaft richten, die es hervorgebracht hat. Wer waren diese Menschen, die vor über 5000 Jahren eine solche Meisterleistung vollbrachten? Sie waren keine nomadischen Jäger und Sammler, sondern gehörten zu den ersten Generationen von Bauern in Irland. Die neolithische Revolution hatte die Insel erreicht und das Leben grundlegend verändert. Diese Menschen lebten in festen Siedlungen, oft in rechteckigen Holzhäusern. Sie rodeten Wälder mit polierten Steinäxten, um Felder für den Anbau von Weizen und Gerste anzulegen. Sie hielten Vieh, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine, was eine stabile Nahrungsquelle und einen neuen Reichtum schuf. Ihre Welt war geprägt von einem tiefen Verständnis für die Zyklen der Natur, die Aussaat und die Ernte, die Bewegung der Sonne und des Mondes. Diese enge Verbindung zum Land und zum Kosmos findet ihren ultimativen Ausdruck in ihren Gräbern. Newgrange war kein isoliertes Phänomen. Es ist das Kronjuwel eines viel größeren Komplexes, der heute als Brú na Bóinne, der Palast des Boyne, bekannt ist. In unmittelbarer Nähe befinden sich zwei weitere riesige Passagegräber, Gnowth und Dowth, sowie Dutzende kleinere Satellitengräber und stehende Steine. Das Boynetal war ein zeremonielles und wahrscheinlich auch politisches Zentrum von enormer Bedeutung. Knowth ist sogar noch größer und komplexer als Newgrange, mit 2 Gängen, die zu separaten Kammern führen und umgeben von 18 kleineren Gräbern. Die Steine von Knowth tragen die größte Ansammlung megalithischer Kunst in ganz Europa. Diese Konzentration von Monumentalbauten deutet auf eine gut organisierte Gesellschaft hin, mit einer klaren Hierarchie und der Fähigkeit, riesige Arbeitskräfte über lange Zeiträume zu mobilisieren. Es erforderte Spezialisten, Architekten, Ingenieure, Steinmetze und wahrscheinlich auch Priester oder Astronomen, die das nötige Wissen besaßen. Die einfachen Bauern gaben ihre Arbeitskraft, vielleicht aus Glauben, vielleicht aus Pflicht, gegenüber ihren gottähnlichen Herrschern. Die Welt, die Newgrange erbaute, war eine Welt im Umbruch, technologisch, sozial und spirituell. Sie hatten die Werkzeuge und das Wissen, die Landschaft nach ihrem Willen zu formen und Monumente zu errichten, die nicht nur für die Ewigkeit, sondern für die Sterne selbstbestimmt waren. Wir haben eine lange Reise durch die Zeit unternommen. Wir haben die Entdeckung von Newgrange miterlebt, seine unglaubliche astronomische Ausrichtung bestaunt, die Kunst seiner Erbauer entschlüsselt und durch die Genetik sogar einen Blick in ihre soziale Struktur geworfen. Wir wissen, dass es älter ist als die großen Pyramiden von Gizeh, älter als Stonehenge. Wir wissen, dass es von einer hochentwickelten Gesellschaft mit Gottkönigen erbaut wurde. Und doch, wenn wir vor diesem stillen Hügel stehen oder das goldene Licht der Wintersonnenwende durch seinen langen Gang gleiten sehen, bleibt ein tiefes Gefühl des Mysteriums. Jede Antwort, die wir finden, wirft neue, tiefere Fragen auf. Warum genau dieser Ort im Boynetal? Welche Mythen und Geschichten verbanden sie mit der Wintersonnenwende, der Wiedergeburt der Sonne? Waren die Spiralen und Rauten eine kosmische Karte, eine Darstellung von Trance-Zuständen oder einfach nur Dekoration? Was genau geschah in der dunklen Kammer während der wenigen Minuten des Lichts? Waren es Rituale für die Toten, Initiationsriten für die Lebenden
Oder eine Zeremonie zur Bestätigung der Macht des Herrschers? Und vielleicht die größte Frage von allen: Warum wurde es nach Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden der Nutzung scheinbar absichtlich versiegelt und dem Vergessen anheimgegeben? Die Kultur, die Newgrange errichtete, verschwand und wurde von neuen Völkern und neuen Glaubenssystemen abgelöst. Das Wissen um seine Funktion ging verloren und überlebte nur als verblasste Erinnerung in Mythen über Feenhügel und die Wohnstätten der Götter. Newgrange fesselt uns, weil es eine direkte physische Verbindung zu einem Bewusstsein ist, das so alt und doch so erkennbar menschlich ist. Es ist der Wunsch, den Kosmos zu verstehen, unseren Platz darin zu finden, dem Tod einen Sinn zu geben und etwas zu schaffen, das uns überdauert. Es ist ein stiller Monolog aus Stein, der über 5000 Jahre hinweg zu uns spricht. Es erinnert uns daran, dass wir nicht die Ersten sind, die zu den Sternen aufblicken und nach Bedeutung suchen. In seiner Stille und seiner Beständigkeit liegt seine größte Kraft. Es ist ein Denkmal nicht nur für eine vergangene Kultur, sondern für die unvergängliche menschliche Suche nach Licht in der Dunkelheit.